sind wir fertig mit dem Thema Wärmepumpe und dann jetzt können wir zum Thema Retrofit bauen und besonders das Thema Energiesprong. Also Energiesprong ist ein Begriff was aus den Niederlanden kommt. Also, und eigentlich sehr viel gepusht von den Herrn Timmermans als europäischer Kommissar. So, Energiesprong hat sehr viel Mittel zur Verfügung bekommen. Und ich sehe, dass eigentlich in Köln eigentlich das Thema Energiesprong, aber das ist ein spezieller Energiesprong. Das ist ein Energiesprong, was auch Passivhaus Plus ist. Ja? Und deshalb hat der Herr Michael Kölmel einen vollen Platz hier, eigentlich um das Projekt von Köln und andere dann zu präsentieren. Für Sie. Vielen Dank, ja. Viel Mittel ist richtig unser Projekt, das wir am Anfang zeigen und das die Tanja schon ein paar Stellen gezeigt hat, hat 70% Förderung bekommen, EU-Mittel, also da kann man schon was Gutes mitmachen. Mein Vortrag heißt Energiesprong Plus. Ich werde gleich nochmal auf den Unterschied zwischen serieller Sanierung und Energiesprong eingehen. Das ist nämlich ein ziemlich trauriger meines Erachtens, der aber wesentlich ist in der jetzigen Bedeutung, in der jetzigen Debatte. Sie sehen hier einmal Würzburg, eine große serielle Sanierung, die wir jetzt planen. Auf die komme ich später zu. Hier sehen Sie meine Punkte. Ich muss mich ein bisschen sputen, weil ich mal wieder als Architekt zu viele Bilder reingepackt habe. Ich habe weniger Zahlen als mein Vorredner, weniger wissenschaftlich, also ein bisschen mehr Prosa. Was machen wir normalerweise? Wir machen energieeffizientes Bauen sehr lang. Mein Partner ist seit 15 Jahren Passivhausplaner, glaube ich. Also wir versuchen immer Ästhetik und Passivhausplanung unter einen Hut zu bekommen. Nicht immer können wir unsere Bauherren überzeugen, aber nicht selten bauen wir für große Bauherren KfW40, die vorher immer nur GEG, also Mindeststandard, gebaut haben. Und ab und an machen wir noch Sakralbauten, Kulturstätten. Wir sind 20 Mitarbeiterinnen, wir haben intern Nachhaltigkeitsnewsletter, wir machen ziemlich viele Ausflüge, auch um Sachen anzuschauen, auch um Spaß zu haben und Kreativität auf die Art und Weise zu fördern. Genug zum Büro. Energiesprong in Europa, ganz kurz reingeblickt, die meisten kennen das Thema. Serielle Sanierung, möglichst im bewohnten Zustand, möglichst viel Vorfertigung, möglichst wenig Lärm und möglichst schnell und vom Prinzip her gedacht, Schneeballsystem, irgendwann ist das bezahlbar und ist konkurrenzfähig zur konventionellen Sanierung, dazu später noch mehr. Und jetzt gibt es noch einen wesentlichen Punkt, der steht hier, Net Zero. Viel gebasht in der Debatte. Net Zero bedeutet, in der Jahresbilanz produziert ein Haus genauso viel Energie oder mehr Energie, als es für alle Verbräuche braucht. Jahresbilanz aufaddiert. Dieses Ziel gibt es eigentlich jetzt nicht mehr. Also wenn in Deutschland von der seriellen Sanierung gesprochen wird, heißt das nicht mehr Energiesprong, heißt nicht mehr Net Zero. Die Folge ist leider sehr traurig, auch wenn Net Zero ein bisschen billig in der Berechnung ist. Es hat einen sehr guten und großen Effekt, der jetzt leider wegfällt. Dazu später mehr. Hier rechts sehen Sie mal, in welchen Größenordnungen wir uns in Deutschland bewegen. Also wir müssten ungefähr 1 Million Wohneinheiten pro Jahr sanieren. Die Sanierungsquote ist jetzt nicht mehr bei 1,2, 1,3, sondern bei 0,7 und wir bräuchten eher 5%. Das Ziel bei der europäischen Kampagne, Sie sehen die Länder hier, war in Deutschland, da hatte ich in der alten Folie mal einen Fehler drin, habe ich aus dem Vortrag übernommen. In Deutschland war das Ziel bis Ende 23 11.600 Wohnungen im Energiesprong-Modus, also dem hohen energetischen Standard, zu sanieren. Es sind ca. 300. Wir sind sehr, sehr weit weg. Es ist ein mühsamer Start. Es gibt einen Aufwärtstrend in der seriellen Sanierung, aber es gibt gleichzeitig auch einen Abwärtstrend bei der seriellen Sanierung im Punkto Energieeffizienz. Woher habe ich diese ganzen Beispiele? Wir haben ein Planungshandbuch geschrieben, das geht nächste Woche online.
Kommt nachher ein Download-Link, wenn Sie es haben wollen. Das ist ein Planungshandbuch für Planer. Das ist keine wissenschaftliche Untersuchung. Dazu fehlen uns die Daten von diesen ersten Pilotprojekten. 400 Seiten, 350 Abbildungen. Der Martin Ploss hat sich da durchgekämpft als Fachlektor. Vielen Dank dafür. Und da wird drin erläutert, wie plant man seriell möglichst. Sie sehen hier die ersten 4 von 5 Pilotprojekten, die wurden 2022 alle erstellt mit dieser immensen EU-Förderung von roundabout 70% Zuschuss. Sie sehen hier, welche die 2023 fertiggestellt wurden und dieses Haus hier links, nein, die 3 sind noch Net Zero, da ist schon nicht mehr Net Zero. Alles, was jetzt erstellt wird, ist nicht mehr Net Zero, was zur Folge hat, dass in der Regel die Komfortlüftung mit Wärmerückgewinnung einfach weggelassen wird, der Dämmstandard runtergesetzt wird. In Deutschland ist es so, diese serielle Sanierung wird gefördert bei KfW 55. Es ist kein EE, also erneuerbare Energie mehr gefördert. Also die Förderung führte dazu, dass der Energiestandard einfach leider runtergeht. Das ist ein sehr interessantes Projekt. Die Tanja sprach ja vorher über diese Loggien, die thermisch extrem schwierig sind. Die Kollegen in Frankfurt haben einfach kleine Häuschen drumherum gepackt. Das ist eine sehr intelligente Lösung, um nicht die Balkonplatten abzuschneiden, wie wir es gemacht haben. Kurz unser Projekt, das wurde ja von Tanja zum Teil auch schon gezeigt. Das liegt auch daran, dass das Passivhaus-Institut unser Projekt über 3 Jahre evaluiert, was für uns wirklich ein Geschenk ist. Sie sehen die Ausgangssituation, 16 Wohneinheiten, bewohnter Zustand, 15 waren bewohnt, Ost- und Westdächer und hier diese bösen Balkone, die wir alle abschneiden mussten. Schätzfrage, was denken Sie, was hat das Haus an Energie verbraucht für Warmwasser, Heizung und sämtliche Stromverbräuche vor der Sanierung pro Quadratmeter Wohnfläche? Wer traut sich? 500? 200 war am lautesten, 200 stimmt, 201 glaube ich. Sie sehen nachher das Ergebnis, was dabei rausgekommen ist. Genau, 201 oder umgerechnet circa 48 Kilogramm CO2 pro Quadratmeter und Jahr. Als Architekten denken wir nicht nur, wie können wir dieses eine Projekt machen, sondern wir wollten auch gleichzeitig ein System entwickeln, wie können wir andere Projekte machen. Also es war ja ein europäisches Pilotprojekt, Förderung, und wir wollten das Pilot ernst nehmen und wollten überlegen, okay, das, was hier dunkel eingefärbt ist, haben wir bei 24, 26, so nennen wir unser Gebäude, durchgeführt. Und das ist alles denkbar in der seriellen Sanierung. Und in dem Planungshandbuch geht es genau darum, auszuleuchten, wie geht das und wie können die verschiedenen Dinge zusammenspielen. Kurze Eindrücke, da kommen die Lüftungsgeräte rein, wie die Tanja es vorher schon erläutert hat. Die Elemente fliegen an, die Dachelemente, die haben wunderbar geklappt. Also wir hatten innerhalb von einer Woche alle Dachelemente drauf. Statik, ein ganz wichtiges Thema bei der seriellen Sanierung. Unser Dachstuhl hätte die Dämmung und die PV-Anlage nicht getragen. Und die klassische Lösung ist, die Dachstühle zu ertüchtigen, Zwischensparendämmung, Aufsparendämmung und sonst was, haben wir uns alles gespart. Wir haben einfach den alten Dachstuhl als CO2-Speicher drin gelassen oder eingelagertes CO2 drin gelassen und haben einfach Elemente drüber gelegt mit Abstand. Das hat sehr gut funktioniert und war sehr kostengünstig. Die Wand war leider nicht kostengünstig. Da sehen Sie nochmal so einen anfliegenden Balkon, die Lüftungsgeräte in der Montage. In Deutschland wird viel über serielle Sanierung gesprochen und das gilt in aller Regel oder das gilt immer für die Fassadenelemente, das gilt selten für die Dachdämmung, die wird meistens ganz konventionell durchgeführt. Und im Keller sieht es eigentlich immer so aus. Also Mineralwolle an die Decke geklebt, Wärmebrücken ohne Ende, extrem hoher Aufwand. Also da gibt es noch viel Entwicklungspotenzial. Wir
testen gerade für die nächsten Projekte eine Abhangdecke mit Zellulose. Haben wir hier aus zeitlichen Gründen leider nicht hingekriegt. Vorher, nachher. Konventionelle Sanierung, also ein klares Argument in vielerlei Hinsicht gegen die konventionelle Sanierung. Wenn ich in den Bädern die Leitungen neu verlegen muss, dann fallen die Wände und sieht oft so aus. Die Haustechnik gehe ich jetzt nicht im Einzelnen darauf ein. 2 Sachen. Die Lüftung wird gleich nochmal thematisiert. Das andere ist die Warmwasserbereitung und Elektro. Wir machen nur große Mehrfamilienhäuser, das heißt irgendwie so 16 Wohneinheiten aufwärts. Und unsere Philosophie ist eigentlich da, wenn das im bewohnten Zustand passieren soll, dann müssen wir die Warmwasserbereitung, wie wir sie finden, in aller Regel akzeptieren. Wenn da eine elektrische Durchlauferhitzer drin sind, dann tauschen wir die gegen effiziente und versuchen über Wasserwärmerückgewinnung auf den gleichen Effizienzgrad zu kommen. Wenn es eine zentrale Wasserversorgung gibt, dann können wir die nutzen. Aber im bewohnten Zustand Stränge zu sanieren und vor allem den Brandschutz in den Griff zu kriegen, ist quasi unmöglich. Das heißt, unser Ansatz an der Stelle ist nicht unbedingt die Effizienz, sondern die Durchführbarkeit, die Bezahlbarkeit, die Akzeptanz von den Bestandshaltern, weil die bezahlen es ja am Ende und müssen es auch akzeptieren. Worst-Case-Bild für uns, das haben wir vor unserer Planung bekommen, eine Lüftungsplanung, wie das im bewohnten Zustand funktionieren soll, ich habe keine Ahnung. Das hat uns dazu animiert, in solche Richtungen zu denken. Am Ende haben wir es dann doch ein bisschen anders gemacht. Aber die Lüftung ist meines Erachtens der zentrale Aspekt. Wenn ich seriell sanieren will, muss ich ein gutes Lüftungskonzept haben. Und deswegen muss der Lüftungsplaner von Anfang an für uns Architekten auch mit an Bord sein. Das war die Planung von unseren Vorgängern für das Gebäude, die damit gescheitert sind. Die haben das nicht zu Ende gekriegt. Wir sind dann eingesprungen und haben komplett neu angefangen. Das war alles Rohbaubereich und wir haben am Ende unser Gerät hier platziert und darüber versorgt. Das war eine Systemzeichnung am Anfang. Das war unser Traum und unser Wunsch, ein Gerät hier, ein Gerät dort und hier mit Überstrom zu arbeiten oder über die Fassaden, besser gesagt. Haben wir auch so nicht ganz geschafft, aber wir sehen Sie nachher jetzt auch einen anderen Weg. Zu den Kosten, der Martin sagt zu Recht, das ist ein wesentlicher Punkt, also für uns Architekten und alle Planer auf jeden Fall, wenn wir unsere Bauherren überzeugen wollen, müssen die Kosten passen, sonst wird es nicht funktionieren. Und wir haben mal evaluiert bei uns, wie schneidet die Hülle, die seriell ist, also Gerüst gehört zur seriellen Fassade, dazu die Fenster und das Dach, wie schneidet das im Vergleich zu einer konventionellen Sanierung ab? Also Sie sehen hier pro Quadratmeter Wohnfläche 730 € bei unserem Pilotprojekt, vergleichbar konventionell, gleicher Zeitraum 590, macht ein Plus von 24%. Sagen Sie jetzt, oh, das ist ganz schön viel, ist auch ganz schön viel, müssen wir näher rankommen, aber es gibt in Deutschland 15% serielle Förderung und die gibt es für alles, also auch für diese schlechte Kellerdeckendämmung, die ich vorher gezeigt habe und für alle Geräte, sodass es in der Summe bei so einer Differenz hinhaut oder sogar kostenmindernd ist. Wir haben hier jetzt einmal... Ich erläutere das jetzt nicht alles im Detail, das wäre zu schwierig, aber wir haben einmal geschaut, was passiert denn mit den Kosten im Vergleich zu einer EPS-Dämmung? Das ist die EPS-Dämmung pro Quadratmeter Fassadenfläche jetzt. Diese grüne Linie sind die Kosten von unserer Fassade und das sind die Kosten von den anderen Energiesprunganbietern. Also die verlangen hier unten ist die Wanddicke abgetragen, ca. 800 € pro Quadratmeter Wandfläche. Wir sind bei 530 oder sowas. Und man sieht, die Differenz jetzt ohne Fördermittel ist einfach gigantisch zur EPS und das kann man Bauherren kaum erklären. Diese abgehackten
Linien zeigen, wie sieht das mit der Förderung aus. Also da kommt unsere Linie mit der KfW 40 Förderung fast dahin. Da passt es, das ist wunderbar, aber wir waren auch im Vergleich zu allen anderen so günstig, dass wir uns manchmal danach auch die Augen reiben mussten. Diese Kurven sind jetzt auch erstellt mit diesem österreichischen Tool von Baubook, wunderbares Tool. Das sind die Kosten über all die Jahre. Also ich glaube, 40 Jahren haben wir es gerechnet und man sieht, je tiefer die Kurve ist, also links die Kosten für die Quadratmeter über die Jahre abgeschrieben, je tiefer die Kurve ist, umso besser ist das Ergebnis. Also man sieht bei EPS jetzt bei 260 etwa, ist hier das Optimum und bei unseren seriellen Wänden ungefähr bei 320. Also intuitiv haben wir dieses Optimum gewählt und haben im Nachhinein irgendwie gesehen, es hat ganz gut gepasst. Aber auch hier sehen Sie, der Gap zwischen den EPS-Dämmungen hier, Entschuldigung, ich war eins zu tief, und unseren ist immer noch groß und das ist der Gap zu den anderen Energiesprungherstellern und das wäre, wenn die Sonderforderung wegfallen würde von 15%. Also in dem Moment, wo die 15% wegfallen, fällt die serielle Sanierung in Deutschland in sich zusammen, ist mal meine steile These. Ein Argument für die serielle Sanierung, Sie sehen hier einmal den optimierten Bauablauf von einer seriellen Sanierung mit 5 Monaten Bauphase und 2 Monaten Vorlauf und vergleichbare Maßnahmen im konventionellen wären 2:9. Also das ist auf jeden Fall ein starkes Argument für die serielle Sanierung, wenn sich das Gebäude dafür eignet. Hier gehe ich auch mal drüber. So, 48 Kilogramm CO2, 201 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr für alle Verbräuche 5 Minuten, sensationell. Ich muss mich sputen, geht's weiter. Wir sind jetzt auf -4 CO2 pro Quadratmeter und Jahr oder -10 Kilowattstunden. Auch hier, wir haben alle Verbräuche und alle Gewinne addiert, so wie das die Förderung vorsieht, also eine vereinfachte Darstellung. Aber man sieht, dass sich die Mühen auf jeden Fall lohnen und wie vorher schon gesagt wurde, also wir haben Passivhaus Plus Standard damit erreicht. Als einziges, also die anderen sind bei KfW 55 und wir sind irgendwie die Hälfte etwa an Verbrauch. Gemessene Daten, das Gelbe sind die PV-Erträge, also das erste Jahr, das Rote sind alle Verbräuche und übers Jahr machen wir roundabout 20% Überschuss. Hier unten sehen Sie mal, das ist auch in dem Buch drin, wie wir unsere Herstellungsenergie mal bilanziert haben. Sie sehen oben ein WDVS mit EPS und Putz und Armierung und wie die CO2-Bilanz sich schlägt gegenüber unserer Wand hier. Also wir sind im negativen Bereich und die sind deutlich höher. Also meines Erachtens schon ein wichtiger Aspekt. Die Betriebsenergie ist viel, viel höher als die Herstellungsenergie, aber die Herstellungsenergie da zu sparen, macht trotzdem Sinn, nach dem Optimum zu streben. Wärmebrücken gehe ich jetzt auch drüber hinweg, ist ja vorher auch dankbarerweise schon gezeigt worden. Was machen wir jetzt? Wir haben in Koblenz ein Haus, was wir planen, 7 baugleiche Häuser, die wir dann anschließend im besten Fall, wenn wir den Zuschlag bekommen, sanieren können. In Köln untersuchen wir 2 Häuser für die städtische Wohnungsbaugesellschaft. Die haben 45.000 Wohnungen in ihrem Portfolio. Anderes Projekt in Köln, wo wir mal untersucht haben, wie könnte eine barrierefreie Erschließung dafür aussehen. Meines Erachtens ein ganz wesentlicher Aspekt, weil für unsere Bauherren ist die Energieeffizienz ein wichtiger Aspekt, aber sie brauchen auch Quartiere und Häuser, die für 50, 60, 70 Jahre fit sind. Also da kommt sowas rein mit sozialer Mischung, mit Barrierefreiheit, mit Wohnklima, Grundrisszuschnitte und so weiter. Also die interessiert weitaus mehr, wenn sie sanieren. Und da sehen Sie unseren neueren Ansatz zur Lüftung. Die Bestandshalter sagen oft, die wollen an die Lüftungsgeräte ran. Deswegen platzieren wir die jetzt im Treppenhaus und versorgen dann über die Treppenläufe die Wohnung über den Flur und können dadurch irgendwie schön gut erschließen.
Unser Projekt in Würzburg, 350 Wohneinheiten, seriellen Sanieren. Sie können sich vorstellen, dass nicht jede serielle Sanierung hier überall gleich aussieht. Manche Häuser sind gedämmt mit 8 Zentimetern, manche sind nicht gedämmt, manche haben zentrale Warmwasseraufbereitung, manche haben sie nicht, etc. Also es werden Energiesprong-Typen von uns hier entwickelt. Und wie ich sagte, wir schauen auch so auf sowas wie Barrierefreiheit, auf soziale Mischung, auf Nachverdichtung, weil wenn ein Bauherr, also du sprachst ja, Martin, von 4.000 Euro pro Quadratmeter, wir rechnen hier ungefähr mit 3.000 Euro pro Quadratmeter inklusive Nebenkosten. Wenn ein Bauherr das in die Hand nimmt, dann will er einfach auch Häuser haben, die 50 Jahre fit sind und nicht nur gut gedämmt. Etwas überspitzt gesagt. Wir schaffen 3.000 Quadratmeter Wohnfläche dazu. Warum ist es wichtig? Die alten Menschen, die dort leben, können nicht 30-40% mehr Miete bezahlen. Das heißt, irgendwie der Bestandshalter kann über neue Mietfläche kostspielige Sanierung refinanzieren. Aufstockung machen wir. Das ist jetzt einmal die neue soziale Mischung. Barrierefreiheit, also oben dargestellt, 2 Häuser, 3 Häuser waren barrierefrei erschlossen. Danach sind es etwa 2,5 Mal so viel Wohneinheiten. Ja, langweilig sie jetzt auch nicht damit. Das sind verschiedene Energietypen, die wir durchgespielt haben. Hier nochmal die Warmwasseraufbereitung mit Wärmerückgewinnung. Also wir sind auf ca. 40% Reduktion gekommen. Machen wir, weil wir auch hier elektrische Durchlauferhitzer überwiegend vorgefunden haben oder Gasetagenheizungen und wir einfach keine neuen Leitungen reinziehen können. Ja, und bei dem Quartier ist es in der Mischung so, dass wir ungefähr 185 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr vorher oder vorgefunden haben und danach 1 Kilowattstunde pro Quadratmeter und Jahr. Hier möchte ich einmal noch mal kurz drauf zu sprechen kommen. Wir haben hier vorher etwa 1 Million Kilogramm CO2 pro Quadratmeter und Jahr emittiert. Und unser Konzept sieht vor, dass wir am Ende mit einer Passivhausplanung, also nicht Enerfit, sondern möglichst wirklich Passivhausneubau und einer PV-Anlage und Wärmerückgewinnung auf 16.000 Kilogramm pro CO2 pro Jahr kommen. Wenn das Ganze in KfW 55 durchgeführt würde, wären wir bei roundabout 100.000 Kilogramm und ohne PV-Anlage bei 350.000. Warum zeigen wir das? Also der Effekt ist ja enorm. Das ist das, was inzwischen oft geplant wird als serielle Sanierung. Meines Erachtens absolut verschenktes Potenzial. So, natürlich machen wir schöne Bilder und so, einmal ganz kurz noch hier drauf. Das ist ein Quartiersprojekt, das wir bis 2045 klimaneutral umbauen sollen. Und da geht es um diese Frage Abbruch-Neubau auch. Also unser Bauherr wünscht eigentlich 70% Abbruch und wir kämpfen dafür, dass es vielleicht am Ende 20 oder 30% sind. Das ist unsere Definition von Klimaneutralität, ganz ähnlich wie der Benjamin Krick das vorgesagt hat. Also alle Verbräuche, auch die graue Energie, auch der Abbruch, auch die Instandhaltung sollen sich die Waage halten zu dem, was wir an CO2-mindernden Maßnahmen machen. Und deswegen untersuchen wir gerade diesen Faktor graue Energie. Wir werden übernächste Woche einen Workshop machen, wo wir das mit dem Passivhaus-Institut, mit Martin Ploss, mit Wuppertal-Institut definieren wollen, wie preisen wir den Abbruch denn wirklich ein, beziehungsweise den Neubau, der stattdessen da steht. Und das wurde ja auch vorher schon mal gesagt, also ungefähr 80% der grauen Energie steckt im Rohbau. Und wenn ich am Ende und nur 20% in der Sanierung, wenn ich am Ende nur den Keller halten kann, dann habe ich immer noch 20% graue Energie gespart. Das sind Richtwerte natürlich, das werden wir präzisieren, aber das ist für uns so ein bisschen ein Leitschema. Und hier einmal nur ganz kurz die Range von ich mache gar nichts
CO2-Bilanz, ich mache mit einem Haus gar nichts oder ich saniere es irgendwann mal, relativ schlecht, aber nicht so gut, bis hin zu Holzbauten im Passivhaus plus Standard. Also auch das werden wir jetzt präzisieren. Das ist jetzt eine schematische Darstellung, konzeptionelle, aber es wurde schon deutlicher, wie viel Musik da drin ist. Und dann das Ganze am besten auch seriell vielleicht auf den Keller drauf. Genau, das Planungshandbuch, hier ist der Download-Link, wenn Sie wollen. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank.